So mancher hätte gern so einen Bass, und man kann das gut verstehen. Er dreht am Volumeregler und plötzlich passiert das. Hallo René hier. In meinen Musikbesprechungen habe ich es gelegentlich schon erwähnt. Obwohl in meinen Lautsprechern stattliche 2,33 cm Bässe sitzen, vermisste ich in der letzten Zeit mehr und mehr den ultimativen Kick, den nur Aktivlautsprecher so spielerisch und so mühelos liefern. Wenn ich nach einer Vorführung in Bangkok ein Stück wie Make Us Stronger von Ghost Rider zu Hause hörte, war ich doch recht enttäuscht. Freilich, so etwas tut man seinen Trommelfellen nicht jeden Tag an, weil es eigentlich nur Kracher sind, die auf die Nerven gehen. Aber ein unangenehmer Stachel bleibt halt doch hängen, sobald man gemerkt hat, es gibt Musik, die sollte man nicht auf einer Monsteranlage und unmittelbar danach zu Hause hören. Wenn man nach intimer Klassik und gepflegtem Soft Jazz irgendwann auch etwas vollwertig Kerniges in sein Hörprogramm aufnimmt, merkt man bedrückt, dass sogar ein großer Standlautsprecher irgendwann an seine Grenzen kommt. Ich habe mir früher jahrelang mit Beamping beholfen, aber als ich eine gewisse Preis- und Klangklasse erreicht hatte, ging die Rechnung einfach nicht mehr auf. Man kann einen High-End-Verstärker nicht mit einer beliebigen Bassgulaschkanone koppeln, denn den Ausstieg aus dem Bassbereich kann man ja nicht abrupt festlegen. Es bedarf einer Übergangszone und in der Zwielichtzone verschmieren grobe Grummelbässe allzu leicht die Präzision im tiefsten Mitteltonbereich und schicken manchmal sogar noch ihre Ausdünstungen in etwas höhere Stockwerke. Den Bereich von 100 bis 40 Hertz runter über Equalizer zu verstärken, wie ich das bis vor etwa 5 Jahren noch gemacht habe, bedeutet leider nicht, dass man deshalb auch Töne zu hören kriegt, die tiefer liegen, als die Lautsprecher abgeben können. Wenn eine SWS, deren unterste Frequenz mit 24 Hertz angegeben ist, in Wirklichkeit 30 Hertz statt 24 schafft, ist das schon eine tolle Leistung. I wasn't getting 24 hertz. No, using test tones, it was more like mid 30 hertz range, but that's still really, really good. Da hat der gute Steve noch Glück gehabt, aber vertrauen Sie um Gottes Willen nicht den frisierten Datenblättern. Bei meinen Chassis sind auch 26 Hertz angegeben, aber die leisen Bewegungen merkt man nur, wenn man die Finger auf die Sicke legt. Das Trommelfell und die Rippen im Brustkorb bewegen sich leider nicht proportional mit. Wenn man nicht gerade solche Lautsprecher hat und 2 solche Jungs noch daneben, ist man physikalisch bald am untersten Ende der Fahnenstange. Vor allem seit ich ins Streaming eingestiegen bin, bin ich aber immer wieder und immer öfter mit Musikmaterial in Kontakt gekommen, das mehr Bassleistung erfordert, als normale Standlautsprecher leisten können. Ich kam ins Grübeln, dann ins Recherchieren und dann zum Bestellen. Und so geschah es, dass kürzlich eine prächtige Kutsche vor meinem Hoftor anhielt, wie man sieht, eine Kutsche aus England, und die rot gekleideten Herren zauberten mir eine große schwarze Kaba in den Hof. Ich setzte meine Brille auf und merkte, dass es eigentlich doch nur ein Lieferwagen aus Thailand war, und statt der livrierten Herren hieften 2 Arbeiter in Jeans einen geheimnisvollen schwarzen Würfel vors Haus und verabschiedeten sich so schnell wieder, wie sie aufgetaucht waren. Neugierig öffnete ich den gewaltigen Karton. Ich war ziemlich verblüfft über den riesigen Toilettensitz, den man obenauf passgenau eingesetzt hatte, und wusste gar nicht so recht, wie ich ihn herausheben sollte.
Nach dem Entfernen eines gigantischen Schaumstoffblocks, der vermutlich jegliche feindliche Missile abgehalten hätte, war der Blick auf das eigentliche WC frei. Ich war unbeschreiblich erleichtert, denn was hätte ich mit dem beiseite gelegten Toilettendeckel alleine schon anfangen können? Zu meiner Beschämung verstand ich erst allmählich, dass diese Führungen keineswegs als Halterung für den Deckel gedacht sind, sondern dass es die Beine waren. Nach Überwindung der Anfangshürden war alles ganz leicht. Ich hatte schon vor dem Kauf die einschlägigen Instruktionsvideos von RHEL angeschaut und begann, wie empfohlen, hier in der Zimmerecke, und zwar so, dass der Sub diagonal durch das Zimmer feuert. Why do we do that? Because what we really want to do is get the longest throw distance. From one corner to another is about 30% typically longer. Obwohl zahlreiche YouTube-Videos diese Methode als kontraproduktiv sehen und obwohl ich wusste, dass es auch völlig anders und erfreulicherweise an wild verschiedenen Plätzen funktioniert, hatte ich den RHEL-Tipp als Ausgangspunkt gewählt, weil ich einfach neugierig war und weil mir die Erklärung gefiel, dass dies dem Woofer die längste mögliche Linie zur Entfaltung der Basswellen zur Verfügung stellt. Das ist zwar richtig, aber nur einer von vielen physikalisch-akustischen Ansätzen und keineswegs ein Muss. Jedoch, das muss ich ehrlich gestehen, kam mir die RHEL-Empfehlung für meinen ersten Versuch am meisten entgegen, weil ich ohnehin nur in den Ecken wirklich freien Platz zur Verfügung hatte. Linke Ecke und rechte Ecke. Da ich aber sehr viel Klassik höre, gab es nicht viel zu überlegen, weil ja die tiefen Streicher meistens auf der rechten Seite spielen. Ich hatte mir auch viele markenunabhängige Instruktionsvideos zu Gemüte geführt. In vielen war mir spontan eine große Diskrepanz aufgefallen zwischen den vorgeschlagenen Vorgehensweisen und der Hörzimmerrealität der geplagten Hi-Fi-Fans. Die Mehrzahl der Käufer hatte schon Probleme, die Hauptlautsprecher optimal zu positionieren, weil das vorhandene Mobiliar dies gar nicht erlaubt. Und das sperrigste Möbelstück ist anscheinend sehr oft eine Ehefrau. Sogar Leute mit richtig Geld, wie man sieht, scheinen das Problem zu haben und vor lauter Besitzerstolz nicht einmal zu erkennen. Es gibt auch das andere Extrem. Wenn ich eine Testserie wie diese hier sehe, dann frage ich mich, ob der Autor auch nur eine Sekunde an das Leben in der freien Wildbahn gedacht hat. Wer kann alle diese Positionen realiter durchprobieren? Wer bitte? So ein Test mag als akustisches Lernmodell sehr interessant sein. In der häuslichen Wohnwirklichkeit aber bleiben den meisten nur sehr, sehr wenig Wahlmöglichkeiten. Damit wir uns richtig verstehen, ich spreche in diesem Video über eine 2.1 Aufstellung und nicht über Heimkinolösungen, wo es bei Erdbeben und Schlachtszenen vor allem darum geht, das Zimmer egal wo und wie vibrieren zu lassen und nicht darum, die überforderten Stereolautsprecher dabei zu unterstützen, eine möglichst präzise und in Hinsicht auf den Tiefton glaubhafte Bühne aufzubauen. Interessanterweise hat Paul McGovern mit einer Aufstellung an der Hinterwand die gleiche Klangperfektion erreicht wie mit der Frontaufstellung. Diese Lösung ist natürlich genial, weil damit der Sub optisch so gut wie verschwindet und damit psychologisch letztlich auch. Leider wäre bei mir selbst die Rückwand schon vollgestellt. Irgendwo müssen die bevorzugt gespielten LPs und CDs ja im Hörzimmer stehen. Obwohl ich im Laufe der Zeit immer mehr mobiliare Störfaktoren entfernt habe, ist bereits mit den Hi-Fi-Racks und den Lautsprechern fast die gesamte Zimmerfront voll. Sollte ich vor den Geräten noch eine zweite Linie öffnen,
um regelmäßig über den Sub zu stolpern? Ich kann ja einfach meine Deckungssumme für häusliche Unfälle erhöhen. Will ich wirklich bei jeder Hörsitzung dem Sub tief ins Auge blicken können? Ich werde mich notfalls sicher auch daran gewöhnen. Neue Tests kurz vor Fertigstellung dieses Videos deuteten darauf hin, dass diese Position eventuell besser ist. Ich empfehle, die Sache locker anzugehen, denn je mehr Lehrvideos ich anschaute, desto widersprüchlicher wurde die ganze Angelegenheit und ich gewann den Eindruck, in einem Kindergarten geraten zu sein, wo jedes Kind etwas anderes plärrte. Hauptsache, man plärrte etwas und Hauptsache viele Aufrufe und man kann sich als Experte profilieren. Ich begann meinen ersten Versuch jedenfalls tief in der Ecke und rutschte stückchenweise nach vorn. Bis die Rückwand etwa 90 cm von der Ecke entfernt war. Die Einstellknubbel für die Einsatzfrequenz und die Lautstärke hatte ich mit einer Versuchsposition bei bescheidenen 60% schon weit überzogen. Selbst normale Stücke klangen erstmal nach Kriegsfilm-Hintergrundmusik, und bei den folgenden Hörsitzungen senkte ich jedes Mal den Pegel für beide Parameter ein paar Millimeter ab. Wer mich fragt, warum ich nicht gleich mit einer vernünftigen Übergabefrequenz angefangen habe, dem muss ich sagen, dass das größte Manko der REL-Subs die Tatsache ist, dass die Einsteller nicht kalibriert sind. Das Einstellen ist eine Nacht- und Nebelübung. Es gibt keine Skala mit Hertz- oder dB-Angaben. Andererseits haben die REL-Subs den Ruf, sich nichtsdestotrotz besonders gut in anspruchsvolle Musikwiedergabeketten eingliedern zu lassen. Da nicht alle Aufnahmen dieser Welt gleich geboren sind, ist es ganz normal, dass der Effekt bei manchen Stücken entweder einen Tick zu stark oder zu schwach ausfällt. Schließlich gibt es bassmäßig über- und unterbelichtete Abmischungen. Verdächtig wäre es aber, unabhängig vom Klangmaterial immer die gleiche Soße zu hören, was bei mir garantiert nicht der Fall war. Ich weiß, welche Einwände und Ratschläge jetzt auf mich zukommen. Freilich wäre eine Messung mit Mikrofon und Software wissenschaftlich beeindruckender, aber ob ich einen messtechnisch ermittelten, günstigeren Aufstellungsplatz hörraumgeografisch erzwingen könnte, steht in den Sternen, und ich ziehe es vorläufig vor, meinen Ohren zu vertrauen. Letztlich kann man auch aus noch so toll gemessenen Verlaufskurven, von denen übrigens auch keine einzige ideal sein wird, lediglich die am wenigsten kompromissbehaftete auswählen, weil es die allein seligmachende nicht gibt. Allein schon mit meiner vorläufigen Lösung haben sich aber meine musikalischen Gerichte von Produkten aus der Puppenküche zu Delikatessen aus der Profi-Klangküche entwickelt, und aus dem Geschnetzelten sind in der Regel stattliche Schweinshaxen geworden. Und das ganz ohne Bassgrunzer und Bassbrummer. Auf jeden Fall dann, wenn Fräulein Jadis in der Nacht gerade mal ein paar ruhige Stunden hatte. Zu meiner Überraschung habe ich auf jeden Fall mit dem geringen Aufwand, den ich betrieben habe, einen ganz tollen Tieftonbereich erzielt, ohne Vibrationen im Raum, ohne störende Moden oder stehende Wellen. Ob sich noch etwas besser machen lässt oder was sich noch besser machen lässt, das wird die Zukunft zeigen. Tschüss.